Hallo ihr Lieben, willkommen zu diesem neuen Video von mir. Erstmal möchte ich mich ganz lieb bei euch bedanken für das viele Feedback, was ihr mir zukommen lassen habt nach meinem letzten Video, nach dem Infovideo zum Sommer und Kerzen. Und wer das nicht gesehen hat, ich kann euch das gerne mal hier oben verlinken. Und ja, also wie gesagt, vielen Dank für das viele Feedback. Ich habe mich wirklich sehr gefreut, dass ihr mit mir fühlen könnt, dass ihr wisst, wie es ist, in der Dachwohnung zu wohnen und im Sommer einfach hier so sehr zu schwitzen, dass man sich einfach nicht vor die Kamera setzen kann. Und ja, aber wie ihr seht, seht ihr mich. Und ja, heute ist ein etwas kühlerer Tag. Es ist endlich abgekühlt. Wir hatten hier jetzt eine Woche lang richtig schwere Unwetter und Überflutungen und alles Mögliche. Und das ist jetzt zum Glück vorbei. Es hat endlich mal abgekühlt und es ist sogar so kühl, dass ich einen Pulli anziehen musste. Und deswegen dachte ich mir, ich nutze die Gelegenheit und drehe heute ein warm geschnuppert Video für euch, weil eben ja auch noch 2 Stück ausstehen und ich auch noch andere Videos drehen muss bzw. will. Und deswegen fange ich jetzt heute an mit dem warm geschnuppert Video für den April, was halt echt schon längst überfällig ist. Aber ja, hier ist es. Ich habe wieder wie immer mein Bullet Journal bei mir und ach so, mal so nebenbei ist euch vielleicht schon aufgefallen, ich trage heute Brille und ich hoffe, dass es nicht so sehr spiegelt. Ja, wie ihr wisst, ist das immer ein bisschen schwierig mit dem Licht und den Gläsern und ich hoffe mal, dass es nicht so arg störend ist. Es ist jetzt heute mal ein Test, ich werde es dann im Nachhinein mir mal angucken und gucken, ob ich in Zukunft öfter mal mit Brille drehen kann oder ob ich dann einfach wieder meine Kontaktlinsen nehme. Ist jetzt halt nur mal so, ne, ich probiere es mal aus und ich hoffe, dass es nicht allzu doll spiegelt für euch. Und ja, aber muss auch ab und zu mal sein. Ich vertrage Kontaktlinsen im Moment nicht mehr so dolle und deswegen trage ich eher Brille. Genau, so, dann fangen wir an. Bullet Journal ist bereit. Ich habe mir hier wieder meine Hauswarmer und die Votivkerzen. Ja, genau, Votivkerzen. Ach nee, ich hatte auch einen Tat dabei, habe ich mir hier bereitgestellt und aufgeschrieben. Und ich würde sagen, ich fange einfach mit den großen Hauswarmern an, die ich im April brennen hatte, beziehungsweise muss ich ja zugeben, dass ich teilweise ein bisschen nachlässig war im April und im Mai, was es angeht, die Düfte mir jeden Tag aufzuschreiben, die gebrannt haben. Und ich ärgere mich dann immer über mich selbst. Ich denke dann immer, ach, ich weiß, was hat gestern gebrannt, was hat vorgestern gebrannt. Und dann ist auf einmal 2 Tage später und ich denke mir, oh nein, Mist, was hat nochmal gebrannt gestern und vorgestern oder so, ne? Und dann weiß ich es nicht mehr. Und das ist so ärgerlich und ich versuche mich da auch wirklich ein bisschen zu bessern, aber ich habe dann halt irgendwie zwischendurch immer mal ein paar Lücken. Beziehungsweise hat man ja auch Tage, wo man mal keinen Duft anhat, aus verschiedensten Gründen. Und lange Rede, kurzer Sinn, ich fange an. Und zwar hatte ich als erstes im April brennen Jelly Bean. Ich habe diesmal nicht nur Yankee Candles, ich habe auch wieder ein paar andere Sachen gedüftelt und ja. Aber das war jetzt die erste im April. Ich liebe ja Jelly Bean, das ist für mich so ein toller Duft, der für mich ja so irgendwie ein bisschen nach Traube riecht, nach Grape mag ich ja total gerne, habe ich glaube ich auch schon öfter mal erzählt, diesen Grape-Duft. Ich habe jetzt auch vor kurzem Grape Soda bekommen aus den USA und ich liebe das. Und ich finde, die riecht ein bisschen in die Richtung. Vielleicht jetzt im Vergleich nicht mehr ganz so dolle, aber ich mag das, die ist pappsüß und die riecht halt eben nach Jelly Beans. Wahrscheinlich nach den Lilanen oder so, ich weiß es nicht. Die riecht einfach total süß. Und ich muss euch sagen, ich habe das Internet durchforstet und ich habe für diesen Duft einfach keine Duftbeschreibung finden können. Weder auf der deutschen, noch auf der UK, noch auf der originalen yankeecandle.com Seite ist diese Kerze noch drin. Ich habe einfach keine Duftbeschreibung finden können. Tut mir wirklich leid. Wenn jemand weiß, wo ich die Duftbeschreibung finde, kann er mir die gerne sagen, auf welcher Seite oder wo auch immer. Könnt ihr mir gerne den Link schicken, dann würde ich es euch vielleicht nachträglich noch in der Infobox verlinken. Aber wie gesagt, ich habe leider keine Duftbeschreibung gefunden. Deswegen kann ich es euch nicht sagen. Aber ich liebe diesen Duft und der hat von mir 5 von 5 Punkten bekommen für alles. Für das Gesamtpaket, für den Duft, für die
Duftverteilung in der Wohnung, die ist einfach mega toll. Ich kann den nur sowas von empfehlen. Ich liebe den. Und ich habe auch noch ein Backup hier stehen. Ich weiß nicht, ob die regelmäßig wiederkommt. Das ist ja ein Osterduft. Weiß ich nicht, ob es die jetzt jedes Jahr gibt oder gab es die dieses Jahr überhaupt? Ich bin gerade überfragt, ich glaube nicht, ne? Dieses Jahr gab es nur die White Chocolate Bunnies und die Sweet Candies oder wie die hieß. Habe ich ja beide nicht gekauft. Ja, genau. Danach brannte bei mir zum Testen die Woodwick und ich glaube, brannte die jetzt zum ersten Mal, ich weiß es nicht. Ich habe aber endlich die Bezeichnung gefunden und zwar steht die hier ganz da unten drauf. Ich glaube nicht, dass ihr das lesen könnt. Es ist ganz, ganz, ganz klein da unten und die Bezeichnung ist Sparkling Orange und da habe ich dann auch eine Duftbeschreibung gefunden. Allerdings, ich lese sie euch einfach mal vor. Die Duftbeschreibung ist auf Englisch. Hier steht a sparkling citrus blend mingled with nuances of goji berries, poppy blossoms, golden musk and vanilla. Heißt übersetzt eine Mischung aus, ja, ich sag jetzt mal Zitrus, goji berries, heißen die nicht auch goji Beeren? Ich glaube schon. Poppy blossoms Poppys sind keine Gänseblümchen, aber auch sowas, oh, sorry, fürs Wackeln. Ja, Poppy Blossoms, Golden Musk, ne? Und Vanilla ist klar. Und ich fand den eigentlich ganz nett. Also der riecht einfach nach Orange. Er hat jetzt einen Hauch von angebrannt durch diesen Knisterdocht wahrscheinlich, der ist ziemlich schwarz. Riecht ein bisschen angebrannt jetzt, aber das finde ich nicht so schlimm. Der Duft an sich ist sehr, sehr okay, sehr nett, sehr fruchtig, orangig, finde ich, und hat sich auch gut im Raum verteilt. Also ist in Ordnung. Ich muss nur sagen, das Geknister geht mir auf den Keks. Also das ist nichts, was ich mir nochmal kaufen würde. So an sich, die Woodwicks toll, brennt super ab. Ihr seht, die hat gepoolt, es geht auch super schnell. Ich meine, das Glas ist klein. Ich würde sie mir aber nicht mehr kaufen. Wie gesagt, also das Geknister geht mir wahnsinnig auf den Keks. Ist nicht so meins. Aber riechen tut sie gut. Kann man empfehlen. Genau, danach brannte bei mir eins meiner Stiefkinder. Und zwar die A Calm and Quiet Place. Wie ihr ja schon wisst, liebe ich den Duft, aber die ist nicht so gut abgebrannt. Ihr wisst schon, ich hatte da ja auch eine Review drüber gemacht und alles. Ich kann euch gerne die Videos alle hier so in diese Infokarten setzen, wenn ich dran denke. Die Reviews auch, da könnt ihr nochmal reingucken. Brauche ich jetzt ja auch wahrscheinlich nicht immer sagen. Da kommt ja hier oben dann so ein i und da könnt ihr dann gucken. Jedenfalls ist das ein Aufbrauchprojekt und deswegen brennt die jetzt immer mal wieder. Ich versuche die leer zu bekommen, weil irgendwie muss man ja mal was leer bekommen und ich mag den Duft wirklich gerne. Die riecht so toll, ich liebe den Duft und ich muss echt sagen, also entweder ist es so gewesen, dass, weil am Anfang hat man die überhaupt gar nicht gerochen. Mittlerweile riecht die eigentlich sehr intensiv und entweder ist wirklich das ganze Duftöl im Glas nach unten gelaufen, dass sich das jetzt hier unten gesammelt hat und jetzt, wo die ein bisschen weiter abgebrannt ist, es sieht auch hier unten sehr ölig alles aus. Vielleicht liegt es daran, sie ist jetzt definitiv intensiver und tatsächlich poolt sie auch, wie man sehen kann. Ich weiß nicht, ob ihr das, ich drehe sie mal andersrum, hier gut erkennen könnt. Der Pool war auch schon relativ, tief. Ja, genau. Also ich kann sie echt nur empfehlen vom Duft her. Und guckt euch mal diese Dochtblume an, wie riesig die einfach ist. Das muss halt definitiv wieder abgeschnitten werden. Aber ich schneide die gar nicht mehr, mir ist es egal. Und wenn es rußt, dann rußt. Hauptsache sie poolt und brennt ab. Das ist mir im Moment wichtiger. Wobei natürlich die Dochtblume schneide ich aber bei den Docht nicht mehr wahnsinnig viel kürzer. Genau, Calm and Quiet Place. Ach übrigens, habe ich ganz vergessen, die Woodwick, der habe ich 3 von 5 Punkten gegeben. Und die Calm and Quiet Place hat auch 3 von 5 Punkten bekommen. Einfach nur, ja, weil sie halt so nicht so ganz intensiv ist und so schlecht abbrennt. Aber ich mag den Duft einfach so gerne und vielleicht kaufe ich mir da nochmal ein paar Tarts von oder so. Ich weiß es noch nicht. Die Duftbeschreibung von A Calm and Quiet Place habe ich mir auch nochmal aufgeschrieben. Ich lese euch jetzt einfach nochmal vor, aber ist halt in der Review auch schon gewesen. Top Notes, Mandarinenblätter, Mid Notes, Jasmin und Zedernholz, Base Notes, Patchouli, Sandelholz, Amber und Moschus.
Nur, dass ihr es nochmal gehört habt. Da habe ich nämlich zum Glück die deutschen. Es ist wirklich, wirklich schwierig, überhaupt deutsche Duftbeschreibungen zu finden. Also es ist echt, ja, ist echt ein Ding der Unmöglichkeit. Aber egal. Wir können ja auch alle Englisch eigentlich. Und wer irgendwas nicht versteht, kann mich auch gerne anschreiben. So, danach brannten meine Meltcups. Und zwar wisst ihr ja schon hier die aktuelle Sommerkollektion Coconut Splash, Warm Desert Wind, Tropical Jungle und die Misty Mountains. Das war die Phase, wo ich die Meltcups getestet hatte. Da habe ich euch aber ja auch schon ein Review-Video zu gemacht. Und deswegen möchte ich jetzt auf die nicht mehr eingehen. Guckt euch die Review an. Ich kann sie ja da oben verlinken für euch. Ja, könnt ihr da reingucken. Ich werde auch die nächsten Tage nochmal, also der Coconut Splash, der ist fast schon ganz durch. Also der riecht zwar immer noch, das ist der absolute Wahnsinn, wie lange diese Meltcups riechen. Also der Coconut Splash, der hat jetzt bestimmt schon, lasst mich kurz nachdenken, bestimmt mindestens schon 30 Stunden gebrannt, mindestens, wenn nicht schon 35. Und der riecht immer noch. Das ist der absolute Knaller, der hört gar nicht auf. Und ich mag den ja so gerne. Und mein Glas musste ich noch gar nicht anzünden, da der halt einfach immer noch gut Duft abgibt. Und ich werde tatsächlich die nächsten Tage nochmal dem Misty Mountains eine Chance geben, weil viele von euch einfach zu mir gesagt haben, ja, du hast das nicht richtig getestet, das ist ein sehr unverstandener Duft. Viele sagen nach den ersten 10 Minuten, oh, der ist zu intensiv, den muss ich ausmachen, geht gar nicht. Aber geben dem keine wirkliche Chance und deswegen wird er bei mir nochmal brennen dürfen, beziehungsweise schmelzen dürfen die nächsten Tage. Also ich mag den Duft an sich schon. Der ist schon nicht schlecht. Ich habe auch gerade im Moment, wo es jetzt so heiß war, richtig, richtig Bock gehabt, mal auf wieder so einen frischen, sage ich mal, maskulinen Duft. Und deswegen wird er jetzt die nächsten Tage, wenn es wieder ein bisschen wärmer werden sollte, in die Schmelzlampe kommen, in mein Centerpiece. Und dann werde ich den nochmal testen. Und dann bekommt ihr dann ja auch nochmal eine Review, wenn dann im warm geschnuppert Video Juni. Genau. Genauso auch mit den anderen beiden. Da werde ich auch nochmal weiter testen. Aber der Coconut Splash, der ist definitiv durchgetestet. Der ist top. Und wie gesagt, ich habe mir ein Glas davon gekauft. Wisst ihr ja auch. Und genau, Duftbeschreibung lese ich euch da jetzt keine zuvor. Könnt ihr ja gucken im Review-Video. Weiter ging es im April mit noch einem Duft aus der Frühlingskollektion. Und zwar Rainbow Cookie. Auch der ist für mich ein Aufbrauchkandidat geworden. Ja, ihr wisst, ich bin eine Foodie-Nase und ich mag das eigentlich ganz gerne, aber der hier wird einfach kein Favorit von mir werden, leider. Ich mag ihn, er ist in Ordnung, aber ja, ne? Der wird aufgebraucht, der wird auch nicht mehr nachgekauft. Glaube ich nicht. Würde er mir dann, wenn er leer ist, irgendwann fehlen, dass ich vielleicht in einem Jahr sagen würde, oh, der Rainbow Cookie, da hätte ich jetzt mal wieder Lust drauf, dann werde ich mir vielleicht nochmal einen Tart kaufen, falls die dann noch zu bekommen sind. Ich weiß absolut nicht, wie lange die im Sortiment bleiben und wie lange die zu haben sind. Ich mag diesen Duft nicht von, das ist ja für mich kein Cookie-Duft, der riecht ja für mich einfach nach so einem Pfirsicheis. Hat auch ein bisschen, wenn ich so drüber nachdenke, einen ganz kleinen Hauch von Summer Scoop, aber es ist für mich kein richtiger, ja, es ist schon ein Food and Spice Duft, aber es ist für mich kein teigiger, ich sag jetzt mal Kuchen- oder Gebäckduft. Und deswegen, Rainbow Cookie hat von mir 3 von 5 Punkten bekommen, weil sie, ja, es ist okay. Sie poolt gut, wie man sieht. Mittlerweile läuft das top. Gut, beim letzten Mal ist ein kleiner Rand geblieben. Vielleicht seht ihr das. Ist aber alles noch im Rahmen. Das lässt sich alles noch irgendwann wieder ausbügeln. Er hat auch so eine Dochtblume. Duftabgabe ist okay. Im Tat auch Wahnsinn. Und ich lese euch nochmal kurz vor. Die Top Notes von Rainbow Cookie: süße Orange, cremiger Pfirsich, Mid Notes Passionsfrucht, Buttercreme, Base, Vanillecreme und Kokosnuss. Und ich kann mich immer nur wiederholen, ich rieche da keine Kokosnuss raus. Definitiv nicht. Ja, wie gesagt, für mich kein Nachkaufkandidat, aber
ihr wisst ja, meine warm geschnuppert Videos sind ein bisschen anders als bei anderen YouTubern, zum Beispiel die aufgebraucht Videos. Dadurch, dass man in den aufgebraucht Videos natürlich Kerzen zeigt, die man verbraucht hat, die weg sind, tauchen bei mir natürlich in den warm geschnuppert Videos die Düfte einfach öfter auf. Ist klar, ne? Weil logischerweise die dann eventuell jeden Monat wieder gebrannt haben. Und vielleicht werde ich auch jeden Monat was anderes zu einem Duft sagen. Das kommt auch immer so ein bisschen auf die Stimmung, auf das Wetter an, auf das Empfinden, und deswegen kann es natürlich sein, dass ich irgendwann anders rede über die Düfte. Ja, machen wir weiter. Der nächste Duft, der brannte im großen Glas, war tatsächlich mal Fluffy Towels. Ich hatte dann irgendwie an einem Tag total Bock drauf. Ich mag den Duft nicht sonderlich gerne. Ich habe den nur, weil es den ja damals bei TK Maxx gab für 17,99. Da musste ich den einfach mitnehmen. Aber diese frische Wäschedüfte sind nicht mein Ding. Ich kann nicht sagen, wieso. Ich mag die Düfte, wenn ich auch jetzt so dran rieche. Der riecht ja auch einfach nach Weichspüler und der riecht schon schön, aber es ist irgendwie nicht so... Jetzt habe ich irgendwo ein Haar im Gesicht. Irgendwie nicht so ein Duft, den ich gerne in der ganzen Wohnung habe. Also beziehungsweise habe ich das ganz gerne, wenn ich zum Beispiel die Wäsche gewaschen habe und die hängt hier oder der Trockner läuft und man riecht nach Wäsche, oder ich habe die Vorhänge frisch gewaschen und die hängen dann vielleicht noch nass oder feucht wieder an der Vorhangstange. Dann mag ich diesen Duft. Aber sonst so von der Kerze her, ja, nicht so ganz mein Ding. Aber nichtsdestotrotz mag ich die Kerze ganz gerne. Sie hat auch von mir 3 von 5 Punkten bekommen. Und die Duftbeschreibung von Fluffy Towels ist Top Notes, also er hat es wieder auf Englisch, Bergamot, Lemon, Eau de Cologne, Apple, Mid Notes, Lavender, Geranium, keine Ahnung, wie man das ausspricht, ist auch vollkommen egal, Carnation, ja, das war glaube ich Maiglöckchen, Orange Flower, Violet Leaves und Peach, und Base, Musk, Sandalwood und Iris. Also im Endeffekt ist da wahnsinnig viel drin, was ich nie erwartet hätte. Also ich habe diese Duftbeschreibung rausgesucht und dachte so, what? Also wirklich so, okay, Bergamotte ist klar, Zitrone, dann Apple, und ich dachte, Apple? Echt? Also hätte ich nie rausgerochen. Eau de Cologne ist natürlich ein bisschen so ein Parfümduft. Aber auch kein Lavender. Ich weiß nicht, ob Geranium, ob das Geranie ist. Also auf jeden Fall sind es blumige Düfte, genauso wie Carnation. Wie gesagt, Maiglöckchen, Orange Flower, Violet Leaves ist ja auch alles Blumen. Und Peach war ich auch sehr erstaunt, weil ich finde, das riecht gar kein bisschen fruchtig irgendwie. Aber naja. Und dann, wie gesagt, Moschus, Sandelholz und Iris. Also noch eine blumige Note. Aber für mich wahnsinnig faszinierend, dass da echt doch so viel drin ist in dem Duft. Hätte ich nicht gedacht. Hätte ich nicht erwartet. Aber gut. Jo, das war Fluffy Towels. Dann ging es weiter mit, ich muss mal gerade gucken. Ich glaube, ich würde euch am liebsten erst nochmal das große Glas zeigen. Das ist nämlich das letzte. Und zwar hatte ich nochmal die Goose Creek brennen. Ich weiß auch nicht, ob das jetzt das erste Mal war in dem Monat. Summer Sherbet heißt die oder so. Die riecht auch nach Eis, so wie es drauf ist auf dem Bild. Die riecht ja einfach nach, ich glaube, das hatte ich in einem Video schon mal beschrieben. Oh, die riecht so lecker. Nach Wassereis, nach Erdbeerwassereis. So richtig schön nach Wassereis. Also man merkt richtig, dass es, ich denke jetzt mal, ein Sorbet-Geruch sein soll. Nicht Milcheis, sondern definitiv ein Wassereis. Und die riecht richtig, richtig lecker. Ich mag die gerne. Die hat auch 4 Punkte bekommen von mir, 4 von 5. Weil die natürlich klar durch ihre 2 Dochte mega poolt. Ein bisschen Ruß ist oben dran. Ich glaube, ihr könnt es erkennen. Ich halte es euch nochmal in die Kamera hier. Da oben ist das Glas ein bisschen dunkel hier vorne. Aber wie gesagt, ich finde das jetzt nicht weiter schlimm. Duft sehr intensiv. Die ganze Bude duftet. Kann mich nicht beschweren. Und ich habe auch hier eine Duftbeschreibung gefunden, sogar auf Deutsch. Das Lieblingseis des Sommers. Summer Sherbet ist ein Regenbogen von Aromen mit Orange, Zitrone, Limette, Pfirsich und Himbeere. So, und so viel dazu, dass ich da halt einfach nur Erdbeer rausrieche. Da ist nämlich gar kein Erdbeer drin. Aber so nimmt man es halt wahr. Ich kann das, ne, jeder riecht ja auch anders. Also jeder hat ein anderes Duftempfinden, sagen wir es mal so. Und
Vielleicht ist es Himbeer. Ich rieche Erdbeer. Egal. Sie ist auf jeden Fall toll und hat von mir 4 von 5 Punkten bekommen. Genau, das waren die großen Gläser, die ich hatte im April. Dann habe ich noch tatsächlich zwei Aufgebraucht-Düfte. Einmal hatte ich aufgebraucht, ich hatte mir hier diese Fireflies gekauft von Goose Creek Banana Pudding. Und das sind ja einfach nur so große Teelichter, hatte ich euch ja auch schon mal gezeigt in einem Video. Glaube ich zumindest. Ja, ich glaube, ich hatte einen Haul gezeigt. Und das ist so ein toller Duft. Ich liebe den. Und die haben auch eine relativ lange Brenndauer. Ich glaube, ich hatte die so 2-3 Mal an, mehrere Stunden und dann waren die auch leer. Wie ihr auch seht, die brennt wirklich komplett runter. Da bleibt eigentlich nichts mehr übrig, außer der Docht mit dieser Metallplatte in der Mitte. Das war top. Ja, ein bisschen Wachs ist noch am Rand, aber das lohnt sich nicht mehr, das irgendwie rauszukratzen. Oh, der Duft ist so lecker. Ich liebe Bananapudding. Die ist so toll. Da würde ich mir auch ein großes Glas von kaufen. Dieser tolle Banane-Duft, der total sahnig und ja, so ein bisschen nussig riecht. Ich finde den klasse. Und ich habe auch hierzu eine Duftbeschreibung gefunden. Auch auf Deutsch. Eine cremige Basis aus Vanillepudding mit süßen, gereiften Bananen und einer zuckersüßen Sahnehaube. Das wird lecker. Das ist die Duftbeschreibung. Ich finde den, wie gesagt, mega, mega, mega. Der hat auch 4 von 5 Punkten von mir bekommen und ist definitiv ein Nachkaufkandidat, weil der so, so toll ist. Und ich habe mir den auch schon nachgekauft. Habt ihr vielleicht in einem Haul mal gesehen, weil ich den so toll fand. Und ich habe ihn auch wieder als Firefly gekauft, nicht im Glas, aber man kann sich ja auch immer mal mit den kleinen Gläsern, glaube ich, ganz gut, mit den kleinen Gläsern vor allem, ja, mit den kleinen Fireflies, Daylights, wie auch immer, ganz gut nochmal zwischendurch einfach die Düfte gönnen. Man muss ja nicht immer ein Glas kaufen. Genauso hatte ich brennen im April ein Country Candle Daylight und zwar Coconut Colada. Der ist auch mega toll. Auch den habe ich mir nachgekauft. Und das ist so ein Traumduft. Oh, der ist so toll. Auch das ist komplett abgebrannt, wie ihr seht. Und ich liebe diesen Duft. Oh, das ist so lecker nach Kokos und Ananas. Das ist so eine tolle Mischung. Ich könnte mich da reinlegen. Die Duftbeschreibung, der Klassiker Pina Colada, aber mit genau der richtigen Menge an Kokosnuss. Ja, das ist schon alles. Das ist schon die Duftbeschreibung. Und ich kann die echt nur empfehlen. Also das wäre definitiv auch ein Glas wert irgendwann mal. Mal gucken, wie ich euch ja gesagt hatte in dem letzten Video, werde ich aktuell erstmal keine Kerzengläser mehr shoppen. Aber der bleibt mal auf meiner Favorite-Liste. Einfach nur, vielleicht bestelle ich mir auch einfach noch ein Daylight. Mal gucken. Also ich habe ja noch eins, aber ich kann ja noch mehr. Und der hat von mir sogar 5 von 5 Punkten bekommen, weil das ist absoluter Traumduft für mich, absoluter neuer Mit-Lieblingsduft. Ja, ihr Lieben, das waren die großen Gläser und die Daylights bzw. Fireflies. Und jetzt kommen wir noch zu den Tarts und Votiven von Yankee Candle, die ich verbraucht habe in dem Monat April. Da muss ich euch dann auch gleich noch eine kleine Story zu erzählen. Das kommt dann. Ich fange mal an mit dem ersten Duft. Ich versuche es euch mal hier so ein bisschen, dass ich nicht so viel spoilere. Achtung, da, ich hoffe, ihr könnt es sehen. Ich kann das ja mal so hier ein bisschen draufhalten. Ich weiß nicht, ja, ihr seht es eh schon. Egal, Shea Butter. Und zwar hatte ich von Shea Butter ein Tart. Und ich habe die Hälfte des Tarts in meine Duftlampe geworfen und ich fand den Duft am Anfang sehr angenehm. Der war sehr, wie soll ich sagen, ja, wie so in so einem Spa, so ein cremiger Duft nach wie eine Körperbutter. Und ich lese euch auch nochmal schnell die Duftbeschreibung vor. Ich versuche es mal vielleicht gleich auf Deutsch zu übersetzen. Also Top Notes ist Orange, Bergamotte und gemischte Beeren. Mit Notes ist Vanilla Orchid, also Vanille Orchidee, keine Ahnung. Jasmin und Shea Cream, also ja, wahrscheinlich Creme einfach. Und die Base Notes sind weißer Moschus, Vanilla, Sugar, also Vanillezucker und irgendein Holz, was ich absolut nicht aussprechen kann. Gua, irgendwas, Wood, ich habe keinen Plan. Ich weiß auch nicht, was es ist. Ich habe auch nicht gegoogelt. Völlig egal.
Das ist da alles drin und ich fand den Duft am Anfang, wie gesagt, ganz nett. Er war okay, ich mochte ihn eigentlich ganz gern und dachte, ach ja, kann ich schön, den hatte ich in meinem Studio an und ich dachte mir, das ist ein schöner Duft für meine Kundinnen, die sich ja wohlfühlen sollen bei mir, die jetzt nicht irgendwie von einem mega Food-Duft erschlagen werden sollen, wenn sie da reinkommen. Und der ging bis zu einem gewissen Punkt und an einem ganz gewissen Punkt hatte ich plötzlich den Gedanken, dass der für mich riecht wie ein Spearmint-Kaugummi. Und ich hasse Spearmint. Und da war es für mich einfach aus mit Shea Butter. Ich kann es euch nicht sagen, wieso. Da ist nichts drin in dieser Art. Aber ich fand, ab dem Zeitpunkt, wenn ich den anhatte, hat er immer gerochen wie ein Spearmint-Kaugummi. Als wäre da Spearmint drin. Und ich weiß nicht, wieso das für mich so riecht, aber ich konnte den einfach nicht mehr ertragen. Ab dem Zeitpunkt war der für mich absolut unten durch und durchgefallen und ging nicht mehr. Und deswegen habe ich die andere Hälfte vom Tarte in ein Tauschpaket gepackt, weil ich den Duft absolut nicht mehr ertragen konnte. Und ich weiß, dass andere den lieben und deswegen habe ich den verschickt, weil ich auch weiß, dass meine Tauschpartnerin den Duft sehr gerne hat. Deswegen hat sie den bekommen und ich habe hier mir aufgeschrieben, Duftabgabe 4 von 5 Punkten, weil der wirklich mega intensiv war. Insgesamt nur 2 Punkte von 5, weil der ging einfach nicht. Sorry, aber nicht mein Ding, deswegen Nachkauf, no way. No way. Also, Shea Butter ist der erste Duft überhaupt für mich, den ich nie wieder nachkaufen würde. Also es gibt viele Düfte, die nicht so toll waren, die ich vielleicht trotzdem nochmal nachkaufen würde, denen ich nochmal eine zweite Chance geben würde, aber Shea Butter, never. Ja, kommen wir zu Nummer 2, die ich getestet hatte. Das sind jetzt Votive, also Shea Butter war ein Tarte, die anderen 3 sind Votive und ich bin im Moment dabei, meine Votive aufzubrauchen. Erzähle ich euch auch gleich, wieso. Ich hatte als nächstes Sicilian Lemon angehabt und den mochte ich ganz gerne. Wer meine Videos verfolgt, hat auch gesehen, dass ich den dann im Nachhinein mir als Melt Cup noch gekauft habe, weil ich einfach gerade im Moment im Sommer so total auf zitrische Düfte ja, gestanden habe, sage ich mal. Es gefällt mir gerade richtig gut und auch das ist einfach nur ein Duft von Zitrone. Da ist nichts anderes drin, kein Schniggi-Schnaggi, da ist einfach nur Zitrone drin und den fand ich cool. Duftbeschreibung ist Top Notes, Meyer Lemon, ich weiß nicht, es wird wahrscheinlich eine bestimmte Zitronenart sein, Lime und Rindy, dann mit Citrus, Lily und Rose, also Lilie und Rose und Base ist Moschus und interessant, dass fast jeder Duft irgendwie als Basisnote Moschus drin hat, finde ich auch einfach nur interessant, aber das ist wohl so. Ich hatte mir hier aufgeschrieben, Nachkauf eher nicht. Keine Ahnung, aber ich habe es nachgekauft. Also wie ihr seht, es hat sich doch noch geändert, meine Meinung. Aber das lag auch ein bisschen daran, dass der Sicilian Lemon kaum Duft abgegeben hat. Ich habe jetzt hier angegeben Duftabgabe 3 von 5 und insgesamt nur 2 von 5. Das hat sich aber ja dann, wie gesagt, noch geändert und der Melt Cup ist mega. Da komme ich aber dann halt in einem anderen Video drauf zurück. Und dann komme ich noch zu 2 Düften, das zeige ich euch jetzt mal gleichzeitig, weil ich dazu ja noch was sagen wollte. Und zwar sind das die anderen beiden Düfte, die ich noch anhatte, und zwar Black Coconut und Sweet Apple. Und die folgten dem Sicilian Lemon. Und das Problem war, die sind schon ein bisschen älter, meine Votive. Die sind 1 Jahr alt, ich glaube vor gut einem Jahr habe ich mir die gekauft. Und ich habe meine Votivkerzen nicht in Tütchen. Die Tarts, ja, die Votivkerzen, nein. Und ich muss auch, wie ihr vielleicht gesehen habt, hat Black Coconut und Sweet Apple keine Bewertungen, bei beiden nicht. Was daran liegt, dass die beiden einfach 0 Duft abgegeben haben. 0. Also man konnte gerade so, wenn man über das Votivkerzenglas gegangen ist, ganz eng drüber, hat so ein bisschen so sich zugefächert, dann konnte man den Duft erahnen. Aber da hat man sich schon fast die Augenbrauen weggebrannt. Also, und das ist so, also wirklich so schade, weil die sind kalt, beide echt Favoriten von mir gewesen. Also Black Coconut auch sehr, sehr lecker. Ich habe davon auch noch ein Glas, deswegen werde ich das dann da nochmal testen. Und Sweet Apple ist ja aus dem Sortiment gegangen, deswegen Nachkauf sowieso ausgeschlossen, beziehungsweise bekommt man die noch ein bisschen, aber
Ja, ich mag Sweet Apple. Das ist ein echt schöner, fruchtiger Duft nach einfach roten Äpfeln. Ich kann euch auch gerne die Duftbeschreibung vorlesen. Sweet Apple, Top Notes, knackige süße Äpfel in perfekter Reife, direkt aus dem Obstgarten. Das war's. Mehr habe ich nicht gefunden. Und bei Black Coconut sind die Top Notes Fruity Pineapple, also Kokos, langsam, Ananas und Kokosnuss. Mit Notes Coconut Blossom, also Kokosblüte, keine Ahnung. Und Base Notes, Powdery Notes, Woody Notes und Musk. Wo ich dann auch schon wieder dachte, was sind denn Powdery Notes und Woody Notes? Also, das ist immer so ein bisschen schwierig, wenn da nur steht, ja, da sind jetzt holzige Noten drin. Oder halt eben, wir hatten auch schon mal Floral Notes irgendwo gelesen. Ja, ne? Habe ich jetzt auch nicht viel zu finden können, wie gesagt. Und ich konnte die beiden einfach nicht bewerten, weil die haben einfach keinen Duft abgegeben. Black Coconut wird noch getestet, wie gesagt. Sweet Apple ist aus dem Sortiment. Kalt mochte ich ihn sehr, sehr gerne. Warm 0,0 Duftabgabe. Und auch Sicilian Lemon war von letztem Jahr. Und auch der hat ja wirklich wenig Duft abgegeben. Und deswegen habe ich mir jetzt zur Aufgabe gemacht, meine Votivkerzen alle aufzubrauchen. Ich werde keine Votivkerzen mehr sammeln, wobei ich ja sowieso eigentlich nicht sammle in dem Sinn. Von daher werden jetzt meine Votivkerzen verbraucht. Ich möchte aber auch meine Tarts verbrauchen. Das wird eine Weile dauern, weil ich so viele Tarts habe. Aber das sind definitiv für mich persönlich keine Sammlerobjekte mehr in dem Sinn, weil die einfach über die Jahre ihren Duft verlieren. Und das ist viel, viel zu schade. Also lieber vielleicht dann doch mal von einem seltenen Duft, den man sehr, sehr gerne mag, ein Glas, egal ob jetzt ein großes, ein mittleres oder ein kleines Glas, aber definitiv nicht mehr als Alternative eine Votivkerze oder ein Tart. Habe ich mir so vorgenommen, mal schauen, wie sich das einhalten lässt, aber die Votive werde ich, wie gesagt, nur noch abbrennen und ich kaufe mir auch kaum noch Votive und die werden allesamt abgefackelt und dann ist auch gut. Ja, weil das finde ich einfach zu schade, wenn die dann ein Jahr im Schrank stehen und verlieren ihren Duft. Finde ich nicht so gut. Und ich möchte die Votivkerzen nicht auch noch alle in Tütchen packen. Mir reicht es, dass meine Tarts alle schon in Tütchen sind und ich habe eine ganze Kiste Tarts, wo ich nicht mehr weiß, wohin damit noch. Und deswegen versuche ich jetzt einfach mal ein bisschen was aufzubrauchen in der nächsten Zeit und ihr werdet es hier ja auch sehen. Genau, ich bin soweit durch mit meinem warm geschnuppert Video für den April. Das Video für den Mai wird die nächsten Tage folgen. Ich denke nicht, also erst wollte ich es in einem Video machen, aber da ihr ja jetzt schon merkt, das Video ist ziemlich lange, reicht ein Video und das nächste Video für den Mai wird dann ein gesondertes Video sein. Und aber das weiß ich noch nicht, wann ich das drehen kann, beziehungsweise muss ich mal gucken. Schaffe ich heute wahrscheinlich nicht mehr, vielleicht schaffe ich es morgen. Aber ja, hier im Hintergrund brennt übrigens eine Kerze, wollte ich mal angemerkt haben. Die brennt tatsächlich, auch wenn es nicht danach aussieht. Leider, das ist auch ein Aufbrauchprojekt von mir, das ist Snow in Love. Ich weiß nicht, ob ihr das erkennen könnt. Und die, das war die Katze, die glimmt nur so vor sich hin. Also das ist irgendwie die Tunnel total und ich versuche sie jetzt mal zu brennen, dass die auch weg ist. Und ja, nur mal so zur Info, da sollte eigentlich da hinten was brennen, aber tut's nicht. Ist egal. Ja, ihr Lieben, dann hoffe ich, das Video hat euch gefallen und ihr freut euch, dass ich jetzt doch vor der Kamera war, auch wenn ja wirklich die Mehrheit dafür gestimmt hat, dass es okay ist, wenn ihr auch nur meine Hände seht in so einem Video. Aber ich versuche natürlich trotzdem wieder für euch vor die Kamera zu kommen und hat ja jetzt geklappt mit dem Wetter, mit der Abkühlung, die jetzt kam. Mal schauen, wie es den Sommer über wird. Also ich werde wirklich gucken und im absoluten Notfall werden dann die warm geschnuppert Videos, weil ihr habt sie euch ja so sehr gewünscht und dann werden sie dann einfach mit mir hinter der Kamera kommen. Jetzt kommt die Katze. Jetzt habt ihr sie auch mal mit im Bild. Ja, die ist auch neugierig. Ne? Die ist so süß. Ja, genau. Also so viel dazu. Denn die Videos werden regelmäßig kommen und entweder, wenn es geht, mit mir vor der Kamera und wenn es nicht geht, dann mit mir hinter der Kamera. Ja, jetzt habt ihr auch mal die Katze mit. Das erste Mal, dass sie sich mittraut in ein Video. Genau, ja ihr Lieben, dann würde ich sagen, ich wünsche euch noch einen schönen Tag und wir sehen uns dann vielleicht morgen
im nächsten Video. Und bis dahin, macht's gut. Tschüssi.